Wer hätte das gedacht, dass KI mir mal so hilft, meine Energieschwankungen zu würdigen und einfach so viel Zeit und Energie einzusparen bei der Arbeit. Also wenn du auch so bist wie ich und mit Energieschwankungen kämpfst und in deinem Job oder Selbstständigkeit viel schreiben musst, dann ist dieses Video hoffentlich etwas für dich. Ich werde einfach mal meine persönlichen Tipps teilen. Heute sind es einfach mal nur 3 Tools, die mir das Leben einfach so viel einfacher machen und wo ich mir immer denke, hätte ich doch vorher damit angefangen. Aber egal, Hauptsache, ich weiß es jetzt. Wichtig bei AI, KI, immer einfach den Kopf eingeschaltet lassen. Es ist immer noch nur ein Language Model, also es kann nicht selber denken, dafür aber kann es so viel machen, vor allem für uns bunte Brains, die Mühe haben, oft auch irgendwo zu starten oder überwältigt sind von großen Tasks, die uns einfach groß erscheinen. Starten wir mit einem alten, bekannten ChatGPT. Wo hilft mir ChatGPT ganz konkret für mein buntes Brain? Also bei mir ist es so, dass ich oft Mühe habe, einen Task zu starten, selbst wenn ich ihn eigentlich gut kann, wie jetzt zum Beispiel eben schreiben oder Videoscripts machen. Ich habe einfach Mühe mit diesem weißen Blatt. Und mich motiviert es halt einfach zu wissen, dass gewisse Schritte, die mir schwerfallen, so ein bisschen von dieser Maschine übernommen werden können. Ich habe auch oft sehr viele Gedanken. Ich möchte es jetzt nicht als wirr bezeichnen, aber ich bringe sie vielleicht nicht so in einen roten Faden. Und auch da hilft mir ChatGPT wirklich, wirklich sehr. Also wie kannst du das nutzen? Wie nutze ich es? Es ist ja so, dass du eine Unterhaltung starten kannst in ChatGPT und die immer wieder nutzen kannst. Und genau in so einer Unterhaltung kannst du dein ChatGPT auf deinen Stil, auf deinen Schreibstil, auf deinen Tonfall quasi trainieren. Und das machst du, indem du den Prompt gibst, hey, ich schicke dir jetzt nachher verschiedene Texte von mir, merke dir diese bitte und danach werde ich dann unterschiedliche Texte von dir generieren lassen für mich. Und wenn du dann mal einen Text generiert hast, dann unbedingt lesen und anpassen, denn erstens kann ChatGPT herumfantasieren, selbst wenn du ihm alle deine Fakten und Daten gegeben hast, und zweitens kann es halt immer noch fremd klingen oder nicht nach dir oder komische Floskeln drin haben. Du musst dich wiedererkennen können im Text, und wenn du das gemacht hast, dann fütterst du diesen Text in der Unterhaltung zurück und sagst, ChatGPT, hier hast du den überarbeiteten Text, so möchte ich, dass es künftig auch klingt, wenn ich von dir wieder einen Text generieren lasse. Und dann wird dir wahrscheinlich eine nette Antwort gegeben und wie cool, dass jetzt der neue Text klingt, und voilà, dann bist du fertig und beim nächsten Mal kannst du in dieser Unterhaltung halt einfach weiterfahren. Wenn du ein super Tech-Nerd bist, kannst du dir natürlich auch ein Custom-GPT basteln. Soweit bin ich halt noch nicht, aber wenn es dich interessiert, es gibt bestimmt einige Anleitungen auf dem Internet. Und das nächste Tool, was ich mit euch teilen möchte, das ist wirklich für mich, war das so mindblowing. Ich bin eine Person, die in Meetings wirklich schlechte Notizen macht. Ich vergesse Dinge und es gibt doch tatsächlich Transkribiersoftwares, ich weiß, vielleicht kennst du das schon lange, sogenannte notizmachende Apps, Note-Taking-Apps, die einerseits alles transkribieren und andererseits auch oft eine Zusammenfassung machen, also wie ein Meeting-Protokoll mit den nächsten Schritten und so weiter und den wichtigsten Punkten. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar erzählt und die waren auch ziemlich mindblown. Also wenn du viele Sitzungen hast und viel Notizen machen musst oder du auch in vielen Sitzungen bist, wo viele Leute dann irgendwie nicht so Bock haben, nachher noch eine Zusammenfassung zu schicken, dann ist das der Retter. Klar, auch hier, man muss es überprüfen, manchmal stehen da komische Sachen, Zusammenhänge sind vielleicht nicht so, wie sie sein sollten, aber ich meine, im Vergleich zu die Notizen irgendwie abzuschreiben nachher und das zusammenzufassen, ist das natürlich super. Einzig wichtig, wenn du das in deinem Betrieb nutzen möchtest, ist es super, super wichtig, dass du die ganzen Datenschutz- und Security-Richtlinien natürlich beachtest. Und natürlich gilt das auch in deinem eigenen Unternehmen, wenn du irgendwelche Vorgaben hast und so. Und das ist sicher auch in Deutschland so, in Österreich weiß ich nicht, aber ich nehme mal an schon, jede Person hat das Recht auf das eigene Bild und den eigenen Ton. Also bitte vorher immer unbedingt die Erlaubnis einholen, dass du so eine Software nutzt, weil sie nimmt ein Video auf. Aber die beste Lösung ist eigentlich zu besprechen, hey, ich nutze das Video nicht, ich werde das löschen, ich nutze nur das Transkript und die Zusammenfassung und dann sollte das eigentlich ziemlich fein sein. Ich persönlich nutze Fathom Note Taker, aber es gibt inzwischen unglaublich viele verschiedene
Wichtig ist, dass es die eigene Sprache gut erkennt. Meins erkennt tatsächlich auch vieles aus dem Schweizerdeutschen. Und natürlich gibt es auch Preisunterschiede. Für das meiste muss man bezahlen. Wenn du aber zum Beispiel Zoom Pro hast, hast du dort auch so eine Transkribierfunktion. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob man auch diese Zusammenfassungen bekommt. Aber ich glaube ja. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten eigentlich Lieblingstool, das ich noch viel zu wenig nutze, und zwar Goblin Tools. Und es funktioniert offensichtlich auch mit deutscher Eingabe. Ursprünglich ist es ein To-Do-Listen-Generator, aber inzwischen kann es viel, viel mehr. Ich finde es einfach so genial, weil es so passend ist für uns neurodivergente Brains. Es hilft uns, Tasks herunterzubrechen. Ich weiß, aber wir brauchen das halt. Es hilft uns, den Tonfall zu erkennen in E-Mails, und es hilft uns auch, unseren Tonfall vielleicht anzupassen bei Sachen, die wir ein bisschen emotional und impulsiv geschrieben haben. Und es ist wirklich vor allem für Menschen, die Angst haben, mit Sachen anzufangen oder die so sind wie ich, die sich eine Taskliste schreiben, zum Beispiel Video produzieren, Video posten. Aber eigentlich sind es nicht 2 Tasks, sondern irgendwie 50. Und dann wundere ich mich, dass es alles viel zu lange dauert. Also ich muss es noch viel mehr nutzen, aber probiert es aus. Es ist vor allem auch kostenlos, ganz im Gegensatz zu anderen Tools. Ja, das wären die Tools oder mal 3 davon, die mir sehr helfen, meine Arbeit effizienter, zeitsparender, energiesparender zu gestalten. Natürlich sollte man KI nicht einfach vorbehaltslos verehren und viel zu häufig nutzen. Es geht wirklich darum, es dort einzusetzen, wo es für einen auch hilfreich ist, denn es verbraucht viel Energie. Es ist ethisch ein bisschen fragwürdig in gewissen Bereichen. Trotzdem finde ich, wir dürfen uns unser Leben leichter machen und unsere Hürden mit solchen Sachen überwinden und es sinnvoll nutzen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwelche Abkürzungen suchen oder dass wir irgendwelche Leute bescheißen, wenn wir nicht einfach Texte klauen aus dem Internet natürlich und auch noch selbst irgendwie was reingeben. Also wenn du bis jetzt ein bisschen gezögert hast, dann kann ich dir nur raten, wenn es dir irgendwo hilft bei der Arbeit, dann nutze es aber fair und ethisch, und dann finde ich, bist du eigentlich safe. Ja, und ich hoffe, dass dir das jetzt geholfen hat, und wenn du magst, teile doch vielleicht auch deine Tipps mit KI, wenn du es schon genutzt hast, oder auch deine Meinung dazu. Hauptsache, du bleibst einfach lieb und anständig und bei den Fakten, aber das muss ich ja meinen ZuschauerInnen nicht extra sagen. Und wenn dir das gefällt, schenk mir einen Like und ein Abo, und wenn du mich noch mehr unterstützen magst, dann kannst du bei mir Member werden auf meinem YouTube-Kanal, aber du musst natürlich nicht, wenn du auch nicht kannst. Es hilft mir schon sehr, dass du da bist und dass du mit mir hier interagierst und dass dir das hilft, was ich mache. Danke fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!